nahe die Wahlkampfzeit. Eine seltene Gelegenheit für alle, ihre bürgerlichen Pflichten zu erfüllen. Für viele ist es eine optimistische Zeit, aber für andere macht es nur Kopfzerbrechen. Seht ihr Johnny hier? Menschenskind, Herr Erzähler. Ich habe dieses Gefühl, dass die durchschnittlichen Wähler wie ich kaum mehr von Politikern beachtet werden. Für wen sollte ich überhaupt abstimmen, wenn sich keiner für meine Belange interessiert? Naja, Johnny, es gibt aber einen politischen Denkstil, der die bürgerlichen Anliegen an die Spitze setzt. Hast du schon mal von Populismus gehört? Populismus? Klingt vielversprechend. Ist das eine liberale oder konservative Partei? Oh, Johnny. Eine feste Definition des Populismus wird seit Jahrzehnten debattiert. Und wie gesagt, es ist nur ein Denkstil bzw. Analogik und keine Partei. Aber bist du Kommunist, faschistisch oder libertär? Kein Problem. Populismus lässt sich mit verschiedenen Wertsideologien verbinden. Also gibt es sowohl Rechts- als auch Linkspopulisten? Heilige Einfalt, das ist hoffnungslos. Es gibt sicherlich eine Vielfalt von populistischen Ausprägungen, aber Übereinstimmung gibt's auch. Bei Identifikation eines Populisten oder einer populistischen Partei lassen sich zwei Hauptmerkmale erkennen. Erstens, das Volk gegen die Elite und zweitens, der sogenannte Gemeinwille. Populisten sind der Überzeugung, dass eine Gesellschaft in zwei Gruppen einzuordnen ist. Das reine und herzensgute Volk gegen die korrupte, beklemmende Elite. Konsultiert euren lokalen Populisten, um festzustellen, ob sie oder ein Nahestehender sich für den Status als Volk qualifiziert. Beachtet jedoch, dass die Vorstellung eines Volkes sich zwischen Populisten variieren kann. Verstehe. Aber was ist, wenn man der Ideologie eines sogenannten Volkes nicht zustimmt? Eine gute Frage. Nach populistischen Politikern sind gegensätzliche Meinungen ungültige Meinungen. Hä? Moment mal. Halten Populisten ihre Meinung für die einzig richtige? Halt die Klappe! Ich rede von guter, gesunder Demokratie. Wie ich schon sagen wollte, die Elite sind die Neinsager, die Macht, Wohlstand oder sozialen Einfluss haben. Denk einfach an die jetzige Regierung, die Reichen, die Medien. Menschen jeder exklusiven Gruppen verfolgen nur ihre Sonderinteressen und versuchen aktiv das Gemeinwille umzulegen. Aber Populisten können bestimmt nicht diesen Gemeinwillen verkörpern, wenn sie nur eine Meinung im Sinn haben. Das ist antipluralistisch. Macht keinen Unterschied. Wir, die Unterstützer, werden mundtot gemacht. Aber wir sind die Mehrheit. Dieses Wir, das Volk, ist doch nur ein Sammelbegriff. Was haben seine Mitglieder überhaupt gemeinsam? Junge, du widersprichst mir. Aber ich verstehe nicht, wie dieses Volk keine Gruppe ist, die einfach von einem gemeinsamen Gefühl der Unterrepräsentation in der Politik vereint ist. Was fällt dir ein? Wenn du nicht hinter dem Volk stehst, dann unterstützt du bestimmt. Ah, und was die Elite betrifft, die Populisten als ihre Erzfeinde ausgeben. Pass auf, Junge. Ich meine, denken Sie darüber nach. Der Wohlstand der Politiker, ihre höheren Kontakte in der Regierung, Einfluss in den Mainstream-Medien? Hör zu, du Besserwisser! Ich würde sagen, dass die populistischen Politiker mehr mit ihren Feinden gemeinsam haben, als mit dem Volk, das sie eigentlich vertreten sollen. Wie seltsam. Johnny ist weg. Naja, weniger Streit tut auch gut. Keine Sorge, liebe Zuschauer. Anders als Johnny wird Populismus nicht so schnell verschwinden. Da viele Zweifler den Begriff Populismus mit negativer Konnotation beflecken, machen Populisten ihre Verbindung mit ihm oft nicht so explizit. Genau deswegen müsst ihr selbst scharfe Augen haben und die echten Vertreter des Volkes selbstständig aussuchen. Mit eurer Abstimmung können wir, das Volk, die Elite verdrängen. Bis die Tage.